Smarte Rauchmelder, die durch Vermieter installiert werden, sind ein neuer Trend. Vonovia versucht gerade die ersten Mieter zu einem ziemlich teuren Abo für die eigene Wohnung zu ermutigen. Und das Problem dabei ist, smarte Geräte sammeln Daten. Und wie viele smarte Geräte speichern auch diese Rauchmelder diese Daten nicht dort, wo es sinnvoll ist. Und deswegen habe ich mir heute mal erlaubt, zu untersuchen, wie gefährlich sind eigentlich smarte Rauchmelder. Wie immer, was ist erstmal passiert? Also zunächst einmal, der Mieterbund hat sich jetzt gemeldet und hat gesagt, Vonovia-Mieter sollen dem Einbau von diesen smarten Rauchmeldern widersprechen und hat sie unter anderem als Spionagemelder bezeichnet, was ich ziemlich funny fand. Die ganzen Quellen übrigens natürlich unten in der Beschreibung, die mich zu diesem Video gebracht haben hier. Wir wollen uns angucken, was genau ist da eigentlich bei dem Datenschutz von Rauchmeldern relevant. Was kann man mit den Daten eigentlich alles machen und was genau, naja, hat man sonst für Optionen? Also, wir schauen uns erstmal an, wie teuer ist das Ganze, nämlich 5 € im Monat. Also, das ist wirklich einfach nur das Upgrade, damit ihr so einen smarten Rauchmelder bekommt. Das ist übrigens so teuer wie das Standard-Abo mit Werbung bei Netflix, zumindest als ich das Video hier gemacht habe. Wie lange das bleibt, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber 5 € pro Monat ist schon ordentlich dafür, dass man einfach nur smarte Rauchmelder hat und die dann in einer App mit einem kommunizieren. Apropos App. Ja, diese smarten Rauchmelder sind mit einer App verknüpft. Nicht etwa von den Rauchmeldern, und hier wird es jetzt spicy, sondern mit einer App von Vonovia. Das heißt aber, diese Rauchmelder kommunizieren irgendwelche Daten an die Server von Vonovia und die wiederum melden das an euch. Vonovia betont allerdings, dass diese ganzen, das muss man auch dazu sagen, dass diese ganzen Daten anonymisiert sind, aber ich wage ein bisschen an dieser Anonymisierung zu zweifeln, wenn man sie danach ja euch gibt, damit ihr wisst, dass ihr jetzt euer Fenster zumachen sollt. Weiß nicht, wie genau man das trennen möchte. Naja, was genau gesammelt wird, fragt ihr vielleicht. Luftfeuchtigkeit, die Raumtemperatur, die CO2-Belastung in diesem Raum oder in den Räumen, falls ihr mehrere habt, und die Helligkeit in dem Raum. Es ist auch ein Helligkeitssensor in diesem Rauchmelder verbaut. Und damit kann ich natürlich einiges machen. Was genau, das bewirbt Vonovia selbst übrigens. Also das ist jetzt tatsächlich ein Screenshot von dem, was euch Vonovia andrehen möchte. Und zwar Raucherkennung, klar, das kann aber jeder Rauchmelder. Ich denke, das sollte auch so sein. Hitzeerkennung ist aber bei normalen Rauchmeldern kein Thema. Das funktioniert dabei einfach nicht. Die erkennen nicht, ob es warm oder kalt ist, sondern die erkennen erstmal nur, ob es raucht oder nicht. Deswegen sind es Rauchmelder. Die Dinger können auch Hitzeerkennung, klar, sie haben ein Temperaturmesser drin. Die haben auch eine Kohlenmonoxid-Warnung dabei. Und sie haben ein Assistenzlicht für Notfälle und einen optimierten Alarmton, der quasi auf mehreren Frequenzen hin und her bimmelt, damit auch Leute mit Hörschwierigkeiten, zum Beispiel mein Opa würde ihn nicht hören, wenn es auf einer bestimmten Frequenz wäre. Für die Leute ist das da. Ist auch gar nicht so unsinnvoll. Dafür muss er aber auch nicht smart sein, fairerweise, sondern das ist einfach nur ein Alarmton, der hin und her wackelt. Genau. Interessant ist eigentlich nur der untere Bereich. Und zwar Vernetzung von all diesen Geräten plus einen integrierten Helligkeitssensor plus Lüftungsempfehlungen per LED und in der App und ein Raumklima-Monitoring auch in der App. Ja. Was aber viel spannender für mich war, für die Recherche, ist nämlich, da steht dabei, welches Modell benutzt wird, und zwar der Multisensor Plus Rauchmelder. Aber zu dem kommen wir gleich. Wenn ihr dieses ganze Abo also nicht wollt, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich will eigentlich keine App von meinem Vermieter haben und ich brauche das eigentlich alles auch nicht, kann selber lüften, dann habt ihr ein paar Optionen, also rein theoretisch. Und zwar sind eure Optionen ziemlich limitiert, und zwar entweder ihr nutzt dieses Ding und lasst damit auch die Datennutzung zu, sprich ihr habt die App, der Rauchmelder sammelt ganz freiwillig eure Daten und alles funktioniert einfach so, wie es da gerade stand. Das zweite, was ihr machen könnt, ist, ihr könnt der Datennutzung nicht zustimmen, sprich ihr könnt sie ablehnen, dann zahlt ihr aber trotzdem die 5 € pro Monat und habt eigentlich nur die Funktion eines ganz stinknormalen Rauchmelders, den ihr sowieso bekommen müsst. Es ist verpflichtend, einen Rauchmelder in einer Wohnung zu haben, zumindest in manchen Zimmern. Oder ihr könnt euch dagegen weigern, dass diese neuen Rauchmelder eingebaut werden bei euch. Und wenn ihr euch dagegen weigert, dann ist das im Zweifel immer Ärger mit dem Vermieter, und den muss man sich leisten können, sprich dafür muss man auch umziehen können wollen. Was vielleicht nicht alle vorhaben. Aber
wo wir es von diesen Daten jetzt schon ein paar Mal hatten, eigentlich ist die logischste Option, dass ihr die Datennutzung ja einfach zulasst. Für 5 Euro im Monat kann man sich vielleicht leisten. Und wenn man solchen Datennutzungen zustimmt, dann liest man sich oftmals nicht so genau durch, wofür die sind. Dafür ist unter anderem dieses Video da, aber auch der Partner unseres heutigen Videos. Denn der Partner des heutigen Videos ist Incogni. Wisst ihr, bei all dieser Software, die wir nutzen, dahinter lassen wir schon Spuren. Und ja, es gibt einen durchaus nicht kleinen Markt dafür, solche Spuren aufzukaufen und dann zu aggregieren, sprich zusammenzulegen, damit man wirklich aus mehreren Quellen die Informationen von euch einfach hat. Und ja, das reicht schon aus, wenn ihr mal bei einem Handygame einfach auf alle akzeptieren geklickt habt, ohne euch vorher alles durchzulesen. Diese Daten sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und ja, ich habe auch einige in meinem Browserverlauf, die ich dann nicht haben möchte. Incogni regelt das aber für mich. Dank DSGVO habt ihr nämlich ein Recht darauf, vergessen zu werden. Ihr könnt euch also einfach darauf verlassen, dass man eure Daten löschen muss, wenn man sich da meldet. Und Incogni schreibt einfach jedem Data Broker, den es da draußen gibt, und verlangt die Löschung. Und falls nicht, dann kommt ein Follow-up. Und falls dann noch nichts kommt, dann kommt noch einer und dann die Drohung mit einem Anwalt. Das müsst alles nicht ihr tun, sondern das macht alles Incogni für euch. Und das ist super bequem. Ihr müsst euch einfach nur einmal registrieren, am besten direkt hier mit dem QR-Code auf der linken Seite. Und dann könnt ihr euch eigentlich ziemlich entspannt zurücklehnen und gelegentlich bekommt ihr dann ein paar schöne E-Mails, dass mal wieder ein paar eurer Daten gelöscht wurden. Und anschließend, kleiner Nebeneffekt bei mir, bekommt ihr weniger Spam-Mails. Deswegen gönnt euch super gerne Incogni mit meinem Link unten in der Beschreibung für volle 60% Rabatt. Oder natürlich, ihr scannt hier einfach den QR-Code, der ist auch schon mit allem dabei, inklusive Code. Und wenn die Daten erstmal weg sind, dann hinterlassen wir ja im besten Fall nicht mehr so viel neu. Und da kommen wir zurück zum Thema. Der Rauchmelder, der hier eingebaut wird bei euch von Vonovia, wäre theoretisch der Multisensor Plus. Das ist nicht der einzige smarte Rauchmelder und je nachdem, falls ihr einen anderen Vermieter habt, kann das durchaus auch ein anderes Rauchmeldergerüst sein und auch ein anderer Technikhersteller im Hintergrund. Aber in diesem Fall ist es der Multisensor Plus. Und der ist vom Hersteller Techem. So, das ist erstmal super wichtig. Wie gesagt, das haben wir vorhin schon rausgefunden. Multisensor Plus ist wahrscheinlich das Gerät, das am meisten eingebaut wird. Deswegen habe ich mal das untersucht. Die Idee ist also, wir haben einen Rauchmelder, der die Daten an nicht Vonovias eigenes Rechenzentrum, sondern an das Techem-Rechenzentrum schickt und euch dann zur Verfügung stellt. Das Ganze ist unidirektional, das kann man auf der Techem-Webseite sehen und bedeutet im Grunde genommen, dem Rauchmelder Daten zu übermitteln, das funktioniert nicht. Vom Rauchmelder an die Techem Cloud, da kommen die Daten hin. Das heißt, es geht nur in eine Richtung, unidirektional. Das Techem Rechenzentrum hingegen übermittelt nicht direkt an euch die Daten und nicht nur an euch die Daten, sondern auch an Vonovia, die sie dann für euch aufbereiten und dann euch zur Verfügung stellen. Das heißt, ihr habt die App Mein Vonovia und dahinter steht natürlich Vonovia, die auf die Daten von Techem in ihrem Rechenzentrum zugreifen. So. Das ist also erstmal das etwas komplexere Gerüst. Ich habe versucht, das Ganze jetzt mal so ein bisschen genauer zu durchleuchten, wer wo drin steckt und was genau das eigentlich alles bedeutet. Und es stellt sich tatsächlich raus, beziehungsweise Vonovia sagt das selber, sie erhalten diese Daten, also tatsächlich, also sie bekommen sie, aber in einer zusammengefassten Form. Aber sie haben die Daten durchaus und sie können im Zweifelsfall auch darauf zugreifen, wenn sie das wollen. Das kann man da alles durchaus nachlesen. Aber bevor wir genau darauf gucken, was Vonovia mit diesen Daten machen kann, lasst uns erstmal schauen, wie sicher sind denn eigentlich unsere Daten von solchen Rauchmeldern in der Cloud und was für Daten sind das überhaupt? Nun, also zunächst einmal, Techem arbeitet nicht in ihrem eigenen krassen Rechenzentrum, sondern einfach mit Microsoft zusammen. Die haben sich in der Microsoft Cloud halt Speicher gemietet und da liegen diese ganzen Daten drin. Das kann man an mehreren Stellen lesen. Es ist unter anderem ein toller Post entstanden, dass sie zusammenarbeiten und dass sie gemeinsam an CO2-Einsparungen arbeiten und so weiter. Aber es steht auch in der Datenschutzverordnung drin, beziehungsweise Datenschutzerklärung drin, dass Techem, Vonovia GmbH und Microsoft für Vonovia diese Daten verarbeitet. Also Microsoft wird da ganz explizit erwähnt. Plus die Vonovia Engineering GmbH. Diese Vonovia Engineering GmbH bereitet diese Daten auf und stellt sie euch dann zur Verfügung. Das ist im Endeffekt der Anbieter von der App. Okay,
Microsoft interessiert mich hier als erstes mal, will ich wissen, sind die denn eigentlich sicher? Nun, ich sag mal so, ne? Ist schwierig. Es gab, das ist übrigens alles von diesem Jahr, ne? Es gab einen Master Key von Microsoft, der gestohlen wurde. Das war eine tolle Geschichte. Im Endeffekt könnt ihr euch Master Keys so vorstellen. Mit einem Master Key hat man Zugriff auf alles. Einfach alles. Und der wurde nach dem Hack von Storm 0558 wohl gestohlen. Schade. Dann hat man durchaus auch schon andere Angriffe bei ihnen gefunden. Zum Beispiel Microsoft Exchange war ein riesiges Thema noch immer. Und was dann alles passiert ist, ist tatsächlich das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat Microsoft einfach quasi ermahnt und gesagt, Leute, so geht's nicht. Macht mal Sicherheit bei euch. Und dann kam eben dieses ganze, ja, wir machen jetzt Fokus auf Sicherheit und das ist unsere Top-Priority und so weiter. Mal gucken, was im nächsten Jahr passiert. Das Jahr ist jetzt nicht mehr so lange, aber dieses Jahr bin ich nicht so überzeugt davon, dass Microsoft sicher ist. Und da die Daten von Rauchmeldern zu speichern, nehmen wir einfach mal an, sie können gestohlen werden für den folgenden Anwendungsfall, okay? Da kommt aber sogar noch ein Ding mehr on top und das wurde auch schon häufiger kritisiert. Und zwar das FISA, beziehungsweise die FISA, weiß gar nicht, vor allem eben Section 702. Das ist im Endeffekt eine Legitimierung der US-Regierung, die ja jetzt nicht gerade wenig Kritik abbekommt, ja, dass Geheimdienste der USA weiterhin uneingeschränkt alles anzapfen dürfen, egal wo das liegt. Und die europäischen Gesetze, also sowas wie DSGVO, verbieten das ja eigentlich, also GDPR, die verbieten eigentlich, dass Daten einfach so in die USA übermittelt werden. Die FISA überschreibt das Ganze aber so ein bisschen. Also man muss sich das so vorstellen, die FISA sagt, Geheimdienste, wenn ihr Daten braucht, um irgendwelche Leute zu verfolgen, dann könnt ihr von allen Firmen, die in den USA ansässig sind, Daten anzapfen, wenn ihr das müsst. Und naja, natürlich ist Microsoft ein US-Anbieter. Und natürlich wird Microsoft dann sagen, ja klar, FISA, das geht deutlich über GDPR. Was sollen wir machen? Ne? Das ist ja beides Recht. Wir müssen beides mal compliant sein. Tja, schade, wir sind aber halt mit Hauptstandort USA, also müssen wir dem Ganzen Folge leisten. So, und deswegen gab es hier schon durchaus große Kritik, dass die Daten bei Microsoft liegen. Und deswegen sagt man auch immer wieder, Daten bei Microsoft sollte man nicht unbedingt haben, wenn es sich vermeiden lässt. Weswegen das durchaus ein bisschen kritisch gesehen werden kann. Die Frage ist aber dann vor allem, was kann ich denn mit den Daten eigentlich machen? Und da habe ich euch mal 2 Paper rausgesucht, die sind auch unten verlinkt. Das sind Forschungspaper, die haben quasi untersucht, wenn ich diese Daten habe, was kann ich daraus auslesen? Und einmal hatten wir im Grunde genommen eine ziemlich genaue Occupancy Detection. Also stellt euch das so vor, diese Studien sind natürlich dafür da, dass man das in einem zum Beispiel Bürogebäude macht. Und dann kann man auslesen, wie viele Leute und wie lange sind diese Leute in den jeweiligen Räumen drin. Basierend eben auf genau den Daten, die mir dieser smarte Rauchmelder gibt. Also Temperatur, Feuchtigkeitswerte, Licht, Helligkeitssensor ist drin, CO2 und nochmal Feuchtigkeitswerte. Genau. Und im Endeffekt habe ich dann diese ganzen Daten und kann dann bestimmen, wie lange sind diese Leute in dem Besprechungsraum zum Beispiel drin und wie viele Leute sind gerade in diesem Besprechungsraum drin. Sprich, ich muss keine Anwesenheitsliste führen als Unternehmen oder als Büro. Super geil. Ich kann einfach checken, wie viele Leute da waren und wann sie wieder gegangen sind. Und zum Beispiel auch, ob der Raum frei ist. Das ist cool. In privaten Räumen finde ich das allerdings nicht ganz so angemessen, dass Techem, Microsoft, potenzielle Hacker und Vonovia wissen, wie viele Leute gerade und wie lange im Wohnzimmer chillen. Das geht die einfach nicht unbedingt was an. Dann habe ich noch ein zweites Paper rausgesucht und zwar auch die Werte, die wir haben, also CO2-Werte, die steigen wohl während der Nacht, weil wir eben schlafen und wenn wir schlafen, produzieren wir CO2 und machen halt das Fenster nicht auf, deswegen geht das CO2 nicht raus. So. Das heißt, basierend auf CO2-Werten, Temperaturwerten und Feuchtigkeitswerten und in dem Fall haben sie auch Noise noch mit reingenommen, haben sie untersucht, ja, im Endeffekt, ob man rausfinden kann, wie gut die Person schläft. Mir ging es eigentlich nur darum, kann ich rausfinden, ob eine Person schläft? Und die Forschung hat da nicht direkt eine Antwort gehabt. Das Paper war das, was am nächsten gekommen ist. Aber ich vermute, allein dadurch, dass die CO2-Werte immer kontinuierlich steigen, während ich schlafe,
müsste man rauslesen können, nur von diesen Werten plus vielleicht noch Feuchtigkeitswerte oder Temperaturwerte, wie lange eine Person schläft und anschließend natürlich, wann sie aufsteht. Sprich, ich kann ganz gut erkennen, welchen Biorhythmus meine Mieter haben. Also im Grunde genommen aufstehen, schlafen, ob und wie viele Gäste, wie lange die da bleiben. Und das ist natürlich auch so ein Thema Homeoffice, ja, nein, ist alles im Endeffekt über diese Occupancy Detection abgedeckt. So, das ist unangenehm und kann natürlich auch durchaus von Hackern missbraucht werden. Also zum Beispiel, wenn ein Hacker, sagen wir mal, Live-Zugriff auf die Daten hätte, was ein großes wäre oder ein großes Falls ist natürlich. Aber wenn ich solche Daten als Angreifer bekomme, dann kann ich natürlich das benutzen, um beispielsweise einen Einbruch zu planen. Wenn die Personen zum Beispiel im Urlaub sind und mehrere Monate oder Wochen nicht da sind, dann kann ich das relativ entspannt durchführen. Das kann man aber vermutlich auch anders rausfinden, über Kameras, über Drohnen, was weiß ich. Deswegen mit Vorsicht genießen. Man kann es aber auch benutzen, um Social Engineering durchzuführen. Da vielleicht ganz kurz, Social Engineering ist die Art und Weise, wie Angriffe durchgeführt werden auf, sagen wir mal, euch. Ja? Ihr bekommt E-Mails, ihr bekommt Telefonanrufe, ihr bekommt SMS und die sind dann einfach bösartig. Da ist tatsächlich auch sehr viel Forschung in dem Sinne drin, aber da geht es zum Beispiel darum, möglichst überzeugend zu sein. Und wenn ich überzeugend bin und euch zum Beispiel auch gerade in einer sehr vulnerablen Situation erwische, beispielsweise weil ihr krank seid, man hört es bei mir vielleicht noch ein bisschen, es tut mir sehr leid, oder weil ihr, sagen wir mal, sehr müde seid, dann gibt es Multifaktor-Authentifikations-Push-Benachrichtigungen, die so lange gepusht werden, bis ihr im Endeffekt draufklickt, aus Versehen vielleicht nur. Und das war tatsächlich auch immer so ein Ding, man versucht rauszufinden, wann die Person gerade aufgestanden ist oder vielleicht sogar noch am Schlafen ist, um diese Push-Benachrichtigung zu spammen ohne Ende. Und die versuchen dann einfach, euch dazu zu bringen, da drauf zu gehen. Oder natürlich auch Thema Stalker. So, also die Daten können durchaus missbraucht werden, falls ein Hacker darauf Zugriff bekommen könnte oder würde. Das sollte man möglichst vermeiden, sollte man aber mit quasi allen Daten. Viel wichtiger ist, was kann eigentlich Vonovia oder was kann man als Vermieter mit solchen Daten anfangen? Und da will ich einmal ganz kurz auf, sagen wir mal, weitere Use Cases zu sprechen kommen. Denn richtiges Heizen und Lüften ist eigentlich eine Pflicht des Mieters. Das heißt, ihr müsst beispielsweise eure Wohnung, das steht sogar teilweise im Mietvertrag drin, könnt ihr gerne mal gucken, eure Wohnung über 18 Grad heizen zum Beispiel. Oder über 20 Grad, falls ihr einen ganz anderen Mietvertrag habt, weiß ich nicht. Und ihr müsst tatsächlich auch angemessen lüften. Und genau das könnte man gegen euch zum Beispiel verwenden, um euch rauszuwerfen. Also wenn dann eben der Vonovia, Vonovia gemeldet wird von Techem, von eurem Rauchmelder, dass ihr schlecht lüftet, weil die Luftfeuchtigkeit häufig zu hoch ist oder weil es immer zu kalt ist, weil ihr beispielsweise weg seid. Ihr seid eigentlich auch verpflichtet, wenn ihr abwesend seid, beispielsweise über jetzt die kalten Jahreszeiten, richtig zu heizen und nicht einfach auf 15 Grad alles runterzukühlen, weil das theoretisch dem Mauerwerk schädlich werden kann. Dann könnte man diese Daten tatsächlich vor Gericht benutzen, um ein Argument zu haben, euch rauszuwerfen aus der Wohnung. Und ich glaube, das ist ein Use Case, den ich fast noch eher sehe als Hacker und den finde ich nicht angenehm. In dem Sinne, ich persönlich würde euch tatsächlich empfehlen, die Rauchmelder abzulehnen, bzw. Widerspruch einzulegen. Die Daten sind leider wohl akkurat und durchaus auch missbrauchbar, wie es eigentlich mit Daten immer ist. Und dann haben wir noch nicht drüber geredet, was passiert, wenn diese Rauchmelder mal irgendwann keine Sicherheitsupdates mehr bekommen, aber das ist eigentlich nicht euer Problem, sondern das von Vonovia. Ja, in dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen und falls ihr mehr von diesen sehr, sehr spannenden Informationen wollt, ich habe den Newsletter komplett überarbeitet und ich habe auch Patreon noch mal ein bisschen überarbeitet. Guckt super gerne dort vorbei. Dort gibt es noch viel, viel mehr von diesen ganzen News. Und wenn ihr mir ein bisschen mehr privat, aber nicht nur privat folgen wollt, dann Instagram ist auch. Guckt vorbei und genau, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann im Cyberspace. Ciao.